liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch ein Fertighaus mit lebhafter Kubatur, mit versetztem Satteldach und mit besonderer natürlicher Wohnatmosphäre. Im Musterhaus von Thalbauhaus in der Fertighauswelt Günzburg schauen wir uns zusammen an, wie ihr diese besondere, moderne und doch warme und gemütliche Wohnatmosphäre schaffen könnt und welche Details und Planungstipps da entscheidend sind. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Kommt mit! Bei diesem Musterhaus wurde gezielt eine besonders lebhafte Kubatur geschaffen, mit vielen Vor- und Rücksprüngen, mit versetztem Satteldach bzw. 2 versetzten Pultdächern und mit einer Fassadengestaltung in Holz und Putz mit unterschiedlichen Farben. Diese versetzten Satteldächer machen dann Sinn, wenn auch die Haushälften so ein bisschen gegeneinander verschoben sind. Das sehen wir hier. Auf der Eingangsseite ist es noch mal ein bisschen mehr gegliedert mit Vor- und Rücksprüngen. Und diese Dächer haben auch unterschiedliche Neigungen. Wir haben auf der einen Seite dieses längere Dach, 32 Grad Dachneigung. Das kürzere Dach auf dem schmaleren Hausteil hier ist etwas weniger, etwas flacher geneigt. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Traufhöhen. Hier haben wir 5,12 Meter. Auf der anderen Seite haben wir 4,50 Meter. Der Kniestock innen ist immer 2,5 Meter, Rohbauhöhe 2,15 Meter, sodass ihr insgesamt hier oben wirklich die volle Wohnfläche ausnutzen könnt. Von der Wohnfläche haben wir insgesamt etwa 161,5 Quadratmeter und die maximalen Abmessungen sind 12,54 Meter mal 10,34 Meter, wobei da jetzt alle Vor- und Rücksprünge mit eingerechnet sind. Das heißt, der eigentliche Baukörper ist etwas kleiner. Bleiben wir kurz noch beim Dach. Ihr habt vielleicht eben in der Drohne schon gesehen, es gibt eine ins Dach integrierte Photovoltaikanlage, eine Indachanlage mit etwa 4 Kilowatt Peakleistung. Das Haus steht schon 7 Jahre. Heute würde man da sicher ein bisschen mehr drauf packen. Aber ihr seht auch schon, es gibt relativ viel Dachflächenfenster und das muss sich eben dann integrieren auf diesen Dachflächen. Da muss man sich eben entscheiden. Platz für Photovoltaik, Dachflächenfenster bringen viel Tageslicht. Das schauen wir uns innen gleich an, was das alles bringt. Vom Dachstein haben wir so einen granitgrauen, flachen Stein da oben drauf und die Dachuntersichten sind auch modern gestaltet, nämlich mit so einer Holzplatte, also einer glatten Untersicht, die weiß gestrichen ist. Auch die Sparrenköpfe sind weiß. Standard wäre so eine Nutfederverschalung, das sieht dann immer gleich ein bisschen rustikaler aus. Dieser Versprung, das ist eine ganz wichtige Sache. Das macht das Haus natürlich wesentlich teurer, als wenn man das jetzt mit Satteldach baut. Das wäre übrigens auch möglich. Das sind jetzt hier etwa 1,20 Meter, diese aufsteigende Wand dazwischen. Und da sitzen dann etwa 60 Zentimeter hohe Lichtbänder drin. Auch das schauen wir uns innen noch an, denn die Frage ist immer, wie hoch ist sinnvollerweise dieser Versprung, dass ich da auch noch alles unterkriege, was ich haben will an Belichtung, eventuell auch noch Verschattung. Von der Fassade her haben wir hier eine weiße Putzfassade auf einem diffusionsoffenen Wandaufbau. Der Hersteller baut mit Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Zwischen den tragenden Ständern ist eine Mineralwolle. Vielleicht können wir da drin auch noch mal kurz auf den Wandquerschnitt schauen. Und hier haben wir jetzt noch diese dunkle Holzfassade. Das ist eine sibirische Lärche, Sägerau, Rhombusschalung, Nut und Feder. Die ist in so einem Erdgrau-Patina-Farbton gestrichen. Und der Putz auf der anderen Seite ist nochmal so beige abgesetzt. Das ist eine Farbe, die auch innen wieder aufgegriffen wird. Das ist, glaube ich, nach Stoff-Farbkarte 60034. Wenn ihr es genau wissen wollt mit den Farben, ich kann euch das unten in den Kommentaren dann auch nochmal genau beantworten. Jetzt sind wir schon auf der Eingangsseite angekommen. Hier sehen wir schon, ist das Ganze noch ein bisschen stärker aufgegliedert. Hier gibt es nochmal so einen Mittelbereich, der ein bisschen zurückversetzt ist. Dadurch entsteht da oben so ein kleiner Balkon, der gleichzeitig ein Vordach ist. Das ist natürlich sehr schön, weil sich dadurch der geschützte Eingangsbereich ergibt, ohne dass man irgendwelche Anbauelemente braucht. Der ist wind- und wettergeschützt. Man wird auch von der Architektur ganz klar auf diesen Eingang hingeführt. Ob ihr so einen kleinen Balkon im Obergeschoss zumal zur Straßenseite dann sinnvoll nutzen könnt, ist nochmal eine andere Frage. Auch das ist natürlich wieder ein Kostenaspekt, aber es ist eben hier ein Gestaltungselement.
Von den Fenstern haben wir hier dreifach verglaste Kunststofffenster drin. Das ist außen der klassische, euch allen schon bekannte Farbton Anthrazit, RAL 7016. Und was Besonderes ist, ist diese sonnengelbe Eingangstür hier hinter mir. Und wie es da drin aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Diese Haustür ist übrigens im Farbton Sonnengelb. Das ist RAL 1037, sage ich euch, weil das im Haus noch öfter auftaucht, diese Farbe als Gestaltungselement. Und wir sind jetzt hier auch schon in der Diele, die etwa 13 Quadratmeter groß ist und hier so quer reingesteckt ist. Trotzdem gibt es hier eine ganz lange Sichtachse. Das Ganze ist durch so eine Glasschiebetür abgetrennt. Das ist gestalterisch und planerisch ganz schlau. Der Wohnbereich, auch die Treppe nach oben, liegen dahinter und dieser vordere Bereich könnte nachher auch mal abgetrennt werden als Gästebereich für eine Pflegekraft. Das sage ich euch nachher alles später. Wir haben hier jetzt auf dem Boden ein Eiche-Parkett, Eiche-Landhausdiele, tatsächlich bis zum Eingangsbereich. Das liegt jetzt hier schon 7 Jahre drin. Es ist gewachst und geölt. Man sieht, wie das Holz sich dann verändert. Man kann das also so machen, wenn einem das nichts ausmacht. Und wir haben hier eine ganz besondere Decke, die auch was mit der Raumhöhe zu tun hatte. Also wir haben hier eine Rohbauhöhe von etwa 2,70 Meter. Da bleibt normalerweise im Standard eine lichte Raumhöhe von 2,53 Meter übrig. Hier sind es 2,55 Meter, weil jetzt hier als Sonderausstattung diese Brettschichtholzdecke in Fichte drin ist. Das ist eine Massivholzdecke. Da kann dann eben die Untersicht auch so unbehandelt, offenporig bleiben und die ist etwas dünner. Deshalb bleiben euch da 2 Zentimeter mehr lichte Raumhöhe. Ist für die Raumakustik und Raumatmosphäre sehr angenehm, dieses offenporige Holz. Ja, es schafft hier ganz viel Wärme und dadurch, dass es eben trotz allem eine glatte Deckenuntersicht ist, alle 90 Zentimeter ist jetzt hier so eine etwas breitere Schattenfuge gesetzt, wirkt es trotzdem sehr, sehr modern und eben nicht rustikal. Was ihr wissen müsst, wenn ihr so eine Massivholzdecke habt, da kann man jetzt nicht so gut so Einbaustrahler reinmachen, weil man das dann eben alles reinfräsen muss. Auch die Leitungsverlegung, Wasserleitungen, so ist ein bisschen aufwendiger. Deshalb muss man das von Anfang an mit einplanen, wenn man das so haben will und eben auch mit einem kleinen Aufpreis rechnen. Ganz kurz vielleicht noch hier zur Dielenlösung. Das Ganze ist ein Musterhaus. Da funktioniert es mit diesem relativ kleinen Vorbereich natürlich gut. Hier ist jetzt so eine Garderobennische, die ist jetzt noch etwa 1,17 breit und ist dann wohl so gedacht, dass man da hinten so einen durchgehenden Garderobenschrank einbauen könnte. Jetzt ist 1,17 kein Standardmaß für einen Schrank. Die sind meistens 1 Meter breit. Und so eine Querlösung bekommt er hier eben gerade nicht hin, weil wenn er jetzt hier 60 cm Tiefgarderobe hat, bleibt nicht genug übrig. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr für euch selber plant, der Hersteller plant sowieso alles ganz individuell aufs Grundstück angepasst, diesen Bereich ein bisschen breiter zu machen, dann gewinnt ihr auch auf der anderen Seite mehr Platz für Technik, Gäste und so weiter. Das schauen wir uns später an. Da sage ich euch auch noch mal was dazu. Aber jetzt gucken wir erstmal in den großen, offenen Wohn-Ess-Kochbereich. Der Wohn-Ess-Kochbereich ist L-förmig angelegt, insgesamt 47,5 Quadratmeter. Die Küche nimmt davon etwa 10,5 Quadratmeter ein. Sehr schön ist diese Raumgrenze, die hier markiert wird durch dieses eingelassene LED-Band, das hier in die Decke und in die Wand läuft. Und wir sehen auch schon, das gliedernde Element für diesen Bereich ist der Kamin, um den rum die Architektin diesen Raum geplant hat. Das ist so ein bisschen ein Raumteiler. Hier im Musterhaus jetzt ein Elektrokamin. Wäre natürlich auch möglich, da einen echten Holzkamin einzubauen, wobei ihr den von der Wärmeleistung in so einem Haus eigentlich nicht braucht. Dann wäre hier auch natürlich Platz für einen echten Kamin, der natürlich dann oben auch irgendwo rauskommen muss. Das zeige ich euch dann auch. Wie gesagt, hier im Musterhaus, dass man sich es eben vorstellen kann und dass das den Raum gliedert. Die Küche wird gegliedert durch diesen freistehenden Kochtresen. Der ist wirklich groß, was ich immer schön finde. Da kann man gut dran arbeiten. Das sind 1,20 mal 2,45.
Und jetzt stehen wir hier gerade schon, was ich ganz interessant finde. Hier gibt's mal so einen Abzug, der nach unten geht, aber nicht im Kochfeld drin ist, sondern der hier hinten dran steht. Den kann man dann so rausfahren, wenn man kocht. Dann hat man hier gleich auch so ein bisschen einen Sichtschutz. Ich habe keine Erfahrung mit den Dingern. Es ist auf jeden Fall so, dass ihr dann die obere Schublade hier unter dem Kochfeld auf jeden Fall nutzen könnt, weil ansonsten, wenn ihr diesen Abzug nach unten habt, steckt da ja die Technik drunter. Der lässt sich dann auch wieder per Knopfdruck versenken, damit er sonst nicht im Weg rumsteht. Und hier ist dann jetzt das Waschbecken eingelassen. Das ist jetzt hier relativ nah an der Wand. Also wenn ihr das so macht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier auch nochmal für einen Spritzschutz zu sorgen. Da ist jetzt einfach der weiße Malervlies drauf. Wenn man da was wäscht oder schält, spritzt einem das garantiert mal an die Wand. Das sind die beiden einzigen Steckdosen, die ich jetzt hier in der Küche gefunden habe. Das sind definitiv zu wenig. Ich sage es immer wieder gerne, 6 bis 10 sollten das in der Küche sein. Und die sind natürlich auch viel zu weit weg vom Herd, wenn ich hier was pürieren oder einstecken will. Also da einfach drauf achten. Sehr schön ist, dass es in der Küche nochmal eine Austrittsmöglichkeit nach draußen gibt. Da kommt viel Tageslicht rein. Stichwort Licht. Ihr müsstet natürlich auch hier über der Arbeitsfläche gucken, dass ihr es hell genug kriegt. Hier sind jetzt die Strahler an der Stelle eingelassen, was auch schön ist. Aber wenn ihr hier schnippeln wollt, weiß ich euch nicht, ob euch abends das LED-Band reicht. Hier sehen wir dann von der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung so einen speziellen Luftabsauger jetzt für die Küche mit einem Fettfilter drin. Die normalen Luftzulässe sind hier im Boden, die zeige ich euch nachher auch noch. Und die normalen Abluftschächte sehen auch ein bisschen anders aus. Das ist jetzt die Küchenlösung. Natürlich kann man hier auch immer schnell was ablüften durch diese Fenster. Diese Fenstertüren sind im Erdgeschoss hier überall 2,18 Meter hoch. Hier haben wir jetzt eine Breite von 1 Meter und hier geht es nochmal in eine kleine Speisekammer. Heute macht man das ja auch oft so, dass man diese Küchenfront einfach durchzieht und dann so Türen in der Küchenfrontfarbe hat. Aber so ist es natürlich auch möglich. Hier ist nochmal eine richtige Wand. Diese Speisekammer hat jetzt wirklich nur 2,5 Quadratmeter. Man bekommt da auf jeden Fall schon mal was unter. Hier ist auch nochmal eine Festverglasung drin, die ist 75 breit. Das ist ganz schön, weil nebendran, das zeige ich euch nachher im Bad, auch so ein Element ist. Ansonsten ist natürlich für einen Abstellraum sinnvoller, wenn man da eine Brüstung hat oder auch gar kein Fenster, dann kann man da noch mehr abstellen. Jetzt schauen wir noch gerade hier rum um die Ecke. Das ist jetzt mal nicht ganz der klassische Ablauf, finde ich ganz schlau. Hier haben wir den Kühlschrank und dann daneben eben nicht den Backofen, sondern die Kaffeemaschine. Der Backofen kommt hier. Hier sind dann noch Vorratsschränke. Ob euch das vom Stauraum reicht, müsstet ihr auch gucken. Aber dadurch, dass es hier diesen sehr, sehr breiten Tresen gibt, kriegt man eben auch wirklich von beiden Seiten viel unter. Man kann dann hier in unmittelbarer Nähe zum Esstisch das ganze Geschirr unterbringen, was auf jeden Fall auch eine sehr sinnvolle und schöne Lösung ist. Der Essplatz schließt jetzt hier offen an und wir sehen schon, wir sind jetzt in diesem Versprung, wo eben diese eine Haushälfte etwas nach vorne rausgeschoben ist. Das sind hier etwa 1 Meter, die das rausgeht. Das braucht man an der Stelle auch, damit man hier eben wirklich einen großen Esstisch reinkriegt. Und ich habe euch ja gesagt, diese lichtdurchflutete und natürliche Wohnatmosphäre hat auch ganz, ganz viel mit Tageslicht zu tun. Man muss da nicht immer diese wahnsinnig teuren Riesenhebe-Schiebetüren nehmen. Man kann es auch so machen wie hier. Wir haben hier einmal eine große Festverglasung, das sind 2 Meter mal 2,18 Meter und hier einen ganz normalen Drehkippbeschlag, 1 Meter breit. Da kommt man wunderbar raus und es ist eben so, dass dann natürlich hier kein ganz flacher Austritt ist, aber bei dem Hersteller ist es jetzt schon so, die Schwelle ist nicht besonders hoch, das ist jetzt wirklich nur die Rahmenhöhe. Da lohnt es sich natürlich auch im Detail drauf zu achten, wenn ihr ein Haus besichtigt, wenn ihr einen Drehkippbeschlag habt, wie hoch ist dann diese Austrittsschwelle. An der Stelle ist es wirklich nicht viel und das lässt sich wirklich sehr gut benutzen. Hier seht ihr jetzt im Boden vor dem Fenster mal den Auslass von der Lüftungsanlage, der sich jetzt hier in dem Parkett befindet. An der Stelle auch wunderbar, da wird man eh nichts draufstellen. Das funktioniert also hervorragend. Und hier seht ihr jetzt einfach nochmal so ein normales Element mit einem feststehenden Flügel und einem Öffnungsflügel, einem Drehkippbeschlag. Hier kommt man also jetzt wirklich wunderbar um diesen großen Tisch herum und jetzt auch schon
in den Wohnbereich. Dieser Wohn-Ess-Bereich ist jetzt wieder eine Sichtachse. Das sind insgesamt 37,5 Quadratmeter. Das Ganze wird gegliedert durch den Kamin und wir haben auch hier nochmal diesen Balken, der markiert eben diese Haushälfte, die versetzt ist. Da stehen oben auch die Wände drauf. Das kann man also hier alles sehr gut ablesen. Und wir haben jetzt auch hier wieder so ein Element, 1 Meter, 1 Meter und hinter mir auch wieder diese 2 Meter breite hochliegende Fensterband. Gleiche Fensterformate und Fensterbreiten, das ist auch so ein Detail, was sehr, sehr viel zu einer harmonischen, stimmigen Atmosphäre beiträgt. Macht also durchaus Sinn, auf sowas zu achten. Hier hat man das gleiche Format wie da und da ist die Breite eben auch diese 2 Meter. Brüstungshöhe ist hier 1,47, das ist wunderbar, da kann man eben unten drunter gut möblieren. Das Fensterband ist knapp 70 cm hoch und was ihr jetzt auch hier sehen könnt, sind beim Hersteller die Standardfensterbänke. Das ist ein schwarzer Granit, Nero Assoluto. Und auch das passt hier sehr gut rein. Wir werden nachher sehen, es gibt auch schwarze Drücker, es gibt schwarze Sanitärarmaturen, es gibt immer wieder diese schwarzen Elemente an der Stelle und auch das trägt zu dieser modernen und doch sehr natürlichen und stimmigen Wohnatmosphäre bei. Was natürlich auch viel Atmosphäre bringt, sind solche eingelassenen LED-Bänder. Hier jetzt mal in der Wand. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich zeige euch nachher den Wandaufbau. Der Hersteller hat innen standardmäßig doppelt beplankt. Und dann ist es eben möglich, in der vorderen Platte einfach Ausschnitte zu machen. Da liegt so ein LED-Band dahinter. Ihr müsst halt nur bei der Elektrobemusterung mit eurem Elektriker dann daran denken, das entsprechend vorzusehen. Aber ich finde die Lichteffekte, auch die es da in der Ecke gibt, bei den Überschneidungen einfach sehr, sehr schön. Bevor wir hochgehen, zeige ich euch noch die Nebenräume im Erdgeschoss. Hier wäre der Kellerabgang. Das ist jetzt eine geschlossene Treppe. Das macht Sinn. Dann hat man an der Stelle jetzt auf Bodenplatte hier einen kleinen Abstellraum. Da ist jetzt auch nochmal der Wechselrichter und der kleine Batteriespeicher bzw. der Hauswasseranschluss drin. Hier haben wir jetzt tatsächlich nur 2,5 Kilowattstunden Leistung und das wäre natürlich, wenn ihr auf Bodenplatte baut, auf jeden Fall zu wenig als Abstellfläche insgesamt. Ihr habt nämlich jetzt hier nebendran noch einen kleinen Haustechnikraum, der hat jetzt auch nur 3,7 Quadratmeter. Das reicht jetzt im Musterhaus auch. Da hinten ist wandhängend das Splitgerät von der Luft-Wasser-Wärmepumpe. An der Decke hängt die kontrollierte Lüftungsanlage. Dann haben wir da noch einen Warmwasserspeicher drin. Aber wenn ihr jetzt natürlich noch einen Stellplatz für Waschmaschine und Trockner braucht, dann würde entweder dieser Bereich Haustechnik und Hausanschlussraum oder, was ich euch ja am Anfang gesagt habe, ihr macht diesen Vorbau etwas länger. Dann habt ihr hier tatsächlich noch ein Büro oder Gästezimmer, könntet hier vielleicht einen Dusch-WC hinmachen, dass das eben später als Einheit für eine Pflegekraft abtrennbar wäre. Und dann könntet ihr hier auch etwas mehr als 9,5 Quadratmeter haben. Für ein Beraterbüro ist das natürlich wunderbar. Hier haben wir wieder das hochliegende Fensterband mit der Breite von 2 Metern. Hier sind jetzt 2 bodentiefe Elemente. Ist natürlich auch klar, wenn ich jetzt ein Büro habe, wo ich auf den Eingangsbereich gucken will, vielleicht auch Publikumsverkehr habe, macht das absolut Sinn. Wenn ich hier ein Gästezimmer reinbringen will, brauche ich natürlich ein paar mehr geschlossene Flächen, um auch möblieren zu können. Wir sehen jetzt hier auch gerade noch mal den Wandaufbau, habe ich euch ja eben versprochen. Da kann man jetzt das Rhombusprofil Nut und Feder ganz gut erkennen. Der dunkelste Farbton ist jetzt der hier zum Einsatz kam. Und man sieht eben hier auch die mächtige Holzfaserdämmung außen drauf und hier die Mineralwolle. Diese Holzfaserdämmung hat den Vorteil, dass sie eine hohe Masse einbringt. Dadurch ist der sommerliche Wärmeschutz auch besser. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir noch ins Gästebad. Das gibt es nämlich hier auch. Das ist auf der anderen Seite, wo jetzt die Garderobe ist. Wie gesagt, könnt ihr mir auch vorstellen, man packt Gästebad und WC zum Gästezimmer. Dann könnte man hier auch den Hausanschlussraum und die Haustechnik machen. Das ist nämlich mit 5 Quadratmetern, etwas über 5 Quadratmetern, etwas mehr Platz. Ist natürlich auch fürs Bad schön, wenn man mehr Platz hat. Und hier haben wir jetzt wieder das Thema Natur und Modernität. Wir haben jetzt auf dem Boden eine Fliese, das ist ein Feinsteinzeug, ist aber Natursteinoptik. Das ist 30 x 60. Hat so ein bisschen die Optik von Travertin oder so von Jura, Sollenhofer Platten. Und das ist zusammen mit diesem Schwarz
Das war ja hier der Nero Assoluto und den schwarzen Drückergarnituren, auch den schwarzen Armaturen und hier Drückergarnituren total schön. Das gibt was Natürliches und Modernes. Wie die Holzdecke bringt auch hier wieder die Wärme und die feuchte Pufferfähigkeit rein. Hier sehen wir jetzt an der Wand über der Tür das Absaugelement, das normale, die Abluft für die Lüftungsanlage. In Küchen und Bädern wird ja immer abgesaugt. Und bei diesen dunklen Armaturen matt, ja, da heißt es immer, das ist jetzt nicht so praktisch. Klar, man sieht weiße Kalkflecken drauf, aber wenn ihr so einen Regenduschkopf haben wollt, braucht ihr meistens sowieso so eine Weichwasseranlage und dann habt ihr auch mit dunklen Armaturen kein Problem. Hier haben wir jetzt noch so eine Dusche, die im Prinzip auch sehr schön aussieht. Es ist eine bodengleich geflieste Dusche. Auch hier haben wir jetzt so einen schwarzen Regenduschkopf. Hier jetzt wieder die Festverglasung 75 wie nebenan. In der Speisekammer muss man sich natürlich für so ein Bad auch immer überlegen. Da gucken natürlich die Leute rein. Und so funktioniert die Dusche natürlich auch nicht. Die ist jetzt 80 mal 1,20 mit dieser Sitzbank und dieser Wand kriegt man natürlich jetzt hier keine Schiebetür mehr unter, die ihr bräuchtet, wenn ihr da wirklich duschen wollt. Da müsste man sich dann auf jeden Fall irgendeine Schiebetürlösung überlegen und das hier ein bisschen anders lösen. Aber es sieht sehr, sehr schön aus mit diesen Fliesen und wir haben die im ganzen Haus. Wir werden die oben im Bad auch nochmal sehen und es macht wirklich Sinn, sich dafür ein Thema zu entscheiden, um diese harmonische Atmosphäre durchzuziehen. Noch ein Wort zur Technik, bevor wir hochgehen. Das Ganze ist ein Smart Home auch. Es ist ein funkbasiertes System, das relativ einfach zu bedienen ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Tablet. Da kann man dann jetzt mal sehen, man kann verschiedene Szenarien einprogrammieren. Wenn, dann Geschichten ganz einfach. Man kann es nach Räumen gegliedert oder eben nach Produkten gegliedert verwenden. Wir sehen schon, es ist die komplette Beschattung eingebunden. Die Dachfenster mit ihrer Verschattung öffnen und schließbar, die elektrischen, dann das Licht, schaltbare Steckdosen, auch eine Wetterstation, sodass das hier relativ übersichtlich ist. Wir haben hier wie überall in den Musterhäusern diese Lamellenjalousien und, das zeige ich euch jetzt einmal hier im Treppenbereich, ein ganz interessantes, transparentes Textilrollo. Das lasse ich euch einmal runterfahren, weil man ganz gut sehen kann, wie man da durchschauen kann und trotzdem eine Verschattung hat. Ich habe das Rollo nochmal hochgefahren für euch. Erstens, damit ihr diese schöne Licht- und Sichtachse seht, die ja auch die Architektin hier extra nochmal geplant hat. Und weil ich euch an der Treppe noch was zeigen möchte. Das ist eine Eiche-Stabverleimtreppe in Faltwerkoptik mit Setzstufen, die eben hier nicht zurückspringen. Deshalb heißt es Faltwerkoptik. Es ist von der Konstruktion eine Zweiholm-Stahlwange unten drunter. Und hier hinter mir läuft jetzt diese gerade zweiläufige Treppe mit Podest, mit diesem Podest direkt in die Fensterbank rein. Das ist tatsächlich auch eine planerisch sehr, sehr schöne Sache, dass man hier eben keinen Versatz hat und es ist auch nicht ganz einfach. Also da muss man auch frühzeitig bei der Planung eine Höhenabwicklung machen und dann auch wirklich beim Bauablauf kontrollieren, ob das auch passt. Hier seht ihr jetzt schon, dass diese Wandfarbe außen das Beige hier innen durchläuft. Das hat die Architektin auch so geplant, dass dieser abgesetzte Erker, der rausspringt, eben als Kubus hier im Haus drin steht. Und ansonsten könnt ihr schon sehen, dass es hier wahnsinnig schön hell ist. Wir laufen also hier oben wirklich ins Tageslicht rein. Wir haben hier oben drüber 2 Dachflächenfenster und oben die Flurgalerie mit diesen Fenstern in diesem Dachversatz. Und das schauen wir uns jetzt noch mal in Ruhe an. Der Flur hier oben hat 10 Quadratmeter und eine lichte Raumhöhe bis zu 5 Meter, weil es eben dachgleich Decke ausgebaut und Firsthof offen ist. Ihr seht jetzt da oben die ersten beiden von diesen Fenstern im Dachversatz und ihr seht auch schon, die sind öffnbar, damit man sie mal zum Putzen
wer auch immer das machen möchte, aufmachen und so aufklappen kann. Eines ist auch mit einem elektrischen Mechanismus, dass man aufmachen kann, weil man natürlich da oben sehr gut Hitze ablüften kann im Sommer. Die warme Luft steigt nach oben. Super Sache. Auch da müsst ihr aber gucken, dass die eben nicht zu weit oben sitzen, dass das Fenster wirklich aufgeht. Und wenn ihr eine Verdunklung haben wollt, wir sehen das gleich im Schlafzimmer, da sind die nämlich auch noch, müsst ihr wirklich dran denken, dann wird's aufwendig. Dann braucht ihr oben drüber auch noch den Platz für einen Rollladen. Und das muss man sich immer überlegen, wenn man sich für oder gegen solche Fenster entscheidet. Hinter mir haben wir noch so eine Sache, wo man sich überlegen muss, ob man es braucht. Das ist dieser kleine Balkon, 1,7 Quadratmeter mit so einem WPC-Belag, der eben unten das Vordach schafft. Ich sage immer nice to have, bad to use. Ist natürlich der klassische Raucherbalkon. Wenn einer raucht, kann er da abends in Ruhe stehen und sein Zigarettchen rauchen. Ansonsten hinsetzen kann man sich auf so einen kleinen Balkon, zumal wenn er zur Straße geht, eigentlich nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal in die beiden Kinderzimmer. Die sind etwa gleich groß und liegen auf dieser Seite. Hier im Musterhaus sind jetzt keine Türen eingehängt, also lasst euch nicht irritieren. Die gibt es natürlich normalerweise. Und wir sind jetzt hier auch schon im ersten Kinderzimmer, das 16 Quadratmeter groß und wirklich sonnenhell ist. Da haben wir natürlich einmal diese 2 Dachflächenfenster. Das ist jetzt nicht so eine Duo-Lösung, wo dann hier so ein Blindsparren dazwischen ist, sondern hier läuft jetzt wirklich der konstruktiv notwendige Sparren runter. Das ist die etwas einfachere Lösung. In dem Fall ist das auch okay. Das macht Sinn mit diesem anderen Sparren, wenn ihr Gefahr habt, euch den Kopf zu stoßen. Aber das gibt's ja hier gar nicht, weil wir haben ja hier 2,5 Meter lichte Höhe Kniestock und davon profitiert das Zimmer enorm. Dann haben wir hier wieder dieses Fensterband. Format ist bekannt, Brüstungshöhe knapp 1,20. Darunter kann man sehr guten Schreibtisch möblieren. Breite sind wieder diese etwa 2 Meter, Höhe des Fensterbands 70 Zentimeter. Kann man hier wunderbar platzieren. Hier gibt es auch nochmal so ein bodentiefes Fenster mit dem Lüftungsauslass davor, das eben dann so geteilt ist. Es hat unten eine feststehende Brüstung. Schön ist, dass da eben auch kleine Kinder schon rausschauen können. Und diese Rückwand ist jetzt hier bis zu 3,60 Meter hoch. Wir sind jetzt in dem etwas kleineren Teil dieses versetzten Pultdachs. Das ist jetzt hier wieder dieses Sonnengelb. Das ist ein Streichputz, der einfach aufgebracht ist auf den Malervlies. Das ist dann abgeklebt, dann kommt da dieser Putz drauf. Hinterher zieht man diese Streifen wieder ab. Das ist auf jeden Fall für ein Kinderzimmer sehr sonnig und sehr schön. Und die andere Ecke, wo jetzt gerade mein Kameramann drin sitzt, da ist nämlich das Bett. Und das ist jetzt eine Nische, die ist 2,17 Meter. Da passt also das Bett rein. Da müsst ihr drauf achten, wenn ihr so eine Nische fürs Bett plant. Das ist für ein Kinderzimmer total schön und gemütlich. Wenn ihr das so machen wollt, würde ich euch empfehlen, nicht hier den Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung sitzen zu haben. Denn erstens muss man da natürlich vielleicht mal drankommen. Zweitens machen die Stellmotoren vielleicht nachts auch mal kleine Geräusche. Da gibt es also sicher sinnvollere Lösungen. Auf dem Fußboden haben wir hier oben jetzt so ein Klickvinyl. Das ist in Holzoptik. Das sieht wirklich auch sehr schön aus. Ist extrem pflegeleicht, wenn es eine hochwertige Qualität ist. Und das zweite Kinderzimmer ist etwas größer, knapp 17 Quadratmeter. Ist jetzt hier im Musterhaus ein Beraterbüro und deshalb jetzt vielleicht nicht so spannend. Hier sieht man schon, wenn da kein Gelb an der Wand ist, der Raum wirkt direkt ganz anders. Deshalb finde ich das ganz schön. Und hier direkt um die Ecke liegt das Elternschlafzimmer, wo wir jetzt als nächstes reingucken. Das Elternschlafzimmer ist mit 19,6 Quadratmetern relativ groß. Es ist aber auch mit integrierter Ankleide geplant. Man kommt also zuerst in diesen Ankleidebereich rein. Hier ist schon die Nische, die 60 Zentimeter tief ist, also was die Tür und das Fenster angeht, sodass hier alles richtig gemacht ist. An der Stelle würde natürlich noch ein laufender Meterschrank mehr reinpassen, aber hier käme jetzt von unten der Kamin hoch, wenn ihr im Wohnzimmer mit einem echten, feuerbaren Kamin arbeiten wollen würdet. Dann erledigt sich natürlich auch das Fenster da oben in diesem Dachversatz. Das ist das, was ich euch eben gesagt habe. Die Fenster, die im Prinzip nicht verdunkelbar sind. Wenn ihr dunkel schlafen wollt, müsstet ihr das bedenken. Hier ist auf jeden Fall Platz genug. Auf der Seite ist nochmal so eine Wand eingestellt. Hinter mir ist ein bodentiefes, doppeltes Fensterelement. Das hat wieder die Breite von 2 Metern, wie wir es unten auch gesehen haben. Und auch da ist eine Lamellenjalousie davor, die sich nicht komplett verdunkeln lässt. Wir schauen mal gerade hier
um die Ecke und sehen schon, hier hat die Wand so ein bisschen einen wohnlichen Touch. Da ist einfach eine weiße Strukturtapete drauf, die dann mit Goldfarbe gestrichen worden ist, um hier auch nochmal so ein bisschen Wärme reinzubringen. Dann gibt es hier diese Einbaunische mit dem LED-Licht. Ich weiß nicht, ob euch das nachts zum Lesen wirklich reichen würde. Wenn ihr diese Wand habt und habt die so breit wie das Bett, habt ihr natürlich rechts und links keinen Platz für einen Nachttisch. Deshalb braucht ihr diese Nische, um da was abzustellen. Und ich würde euch empfehlen, dann auch noch 2 Steckdosen oder Lichtauslässe zu planen, damit ihr eben für nachts auch ein Leselicht habt. An der Seite ist es jetzt so gedacht, dass man im Liegen durch dieses Fensterband rausschauen kann. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist jetzt schon etwas niedriger gesetzt. Das sind wieder die 70 cm. Hier sind es 86 cm. Man könnte das aus meiner Sicht noch ein bisschen niedriger setzen. Dann kann man nämlich wirklich im Liegen rausgucken. Das müsst ihr natürlich abstimmen mit eurer Planung. Und auch hier ist jetzt keine Verdunklungsjalousie oben drüber. Je tiefer das sitzt, desto größer ist natürlich die Chance, dass ihr da drüber auch noch den Platz habt, um die Verdunklung unterzubringen. Das Familienbad liegt hier gegenüber über den Fluren, ist 13 Quadratmeter groß. Es hat eine lichte Raumhöhe von 2,75 Meter etwa. Da ist diese Zwischendecke eingezogen und es ist von der Aufteilung wirklich was sehr Besonderes. Ihr seht schon, es gibt hier so eine L-Wand, so eine reingestellte, die die Dusche aufnimmt. Hier ist nochmal so eine Glasscheibe drin. Das Ganze macht sozusagen den Durchblick in die Dusche, den Durchblick ins Licht da drüben, was wirklich schön ist. Wenn ihr das wirklich benutzen wollt, ist das natürlich ein bisschen mehr verfugt hier, dann sieht es ein bisschen anders aus und klar ist, das verspritzt natürlich auch und muss sauber gemacht werden. Aber die Lösung ist ganz schön. Wir haben jetzt hier wieder diese Fliese in Natursteinoptik, die wir auch unten schon gesehen haben, 30 x 60, die hier ganz, ganz viel Natürlichkeit reinbringt und eine große Wanne, die auf den Rohfußboden aufgesetzt, also im Estrich versenkt ist. Dadurch habt ihr hier jetzt nur eine Einstiegshöhe von 40 cm und auch sehr schön finde ich, dass mal im Bad an richtig gut gemachte Sitzgelegenheiten und Sitzbänke gedacht ist. Auch das ist im Bad wirklich ganz wichtig. Dachflächenfenster sind im Bad immer super. Die bringen hier mehr Kopffreiheit, die bringen maximale Belichtung bei maximaler Privatsphäre. Und diese Farntapete hier an der Wand finde ich wirklich auch ganz schön. Man könnte sich vorstellen, diese L-Wand, dieses L noch ein bisschen breiter zu machen. Hier braucht man ja nicht so viel Platz. Dann würde man hier auch einen Doppelwaschtisch hinbekommen. Das ist jetzt hier nur 1,35 Meter. Dann kriegt man hier eben nur einen Waschtisch hin. Der Spiegel, der hinterleuchtete, ist sehr schön. Den hat jemand aufgehängt, der größer ist als ich. Wenn das Bad auch von Kindern benutzt wird, sollte man das wirklich tiefer hängen. Und das ist gar nicht so trivial, sich zu überlegen, in welcher Höhe man dann die Anschlüsse hat, auch für Licht und so. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Gedanke. Und jetzt schauen wir mal hier rum. Auch hier haben wir über dem WC nochmal ein Dachflächenfenster. Im Bad könnte ich mir vorstellen, dass hier unten auch eine geschlossene Brüstung ist oder eben ein Plissé. Das hat jetzt wieder was mit der Draußenansicht zu tun, dass man da eben symmetrisch diese bodentiefen Fenster drin haben will. Und hier schauen wir jetzt nochmal in diese besondere Dusche rein. Hier ist jetzt tatsächlich nochmal so eine Zwischendecke eingezogen. Natürlich hätte man das auch bis oben hin offen lassen können. In dem Fall ist dann hier dieser Regenduschkopf direkt hier eingebaut. Das ist jetzt eine Höhe von 2,10 Meter. Wenn jetzt jemand sehr groß ist, bekommt er hier vielleicht Beklemmungen. Das sieht sehr schick aus, aber wenn da natürlich mal was dran ist, muss man dann alles aufmachen. Das muss euch klar sein. Ansonsten haben wir jetzt hier so eine große bodenebene Duschtasse drin. Auch das ist jetzt kein Standard, aber sehr schön. Und weil das hier ja nur eine Abseitenwand ist, hat man hier eben auch Raum, um da beliebig tiefe Nischen als Abstellfläche reinzumachen. Das WC ist dann hier nochmal so ein bisschen separat in der Ecke, was ich immer eine sehr schöne Lösung finde, wenn das ein bisschen abgetrennt ist. Und insgesamt ist das hier auf jeden Fall eine Badezimmergliederung, die man nicht jeden Tag sieht. Jetzt haben wir alle Räume hier im Musterhaus Günzburg gesehen. Das Ganze ist vom energetischen Standard übrigens ein Effizienzhaus 40, besitzt auch ein Nachhaltigkeitszertifikat, wäre also nach der neuen und aktuellen Förderung KfN für klimafreundlichen Neubau auch förderfähig.
Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, es steht in der Fertighauswelt Günzburg bei Ulm, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Woche. Wenn ihr rein wollt, ist es gut vorher anzurufen, ob wirklich jemand da ist. Die Kontaktdaten, die Grundrisse und eine Preisinfo findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch nochmal in unsere Hausdatenbank gelangen, wo ihr euch die Grundrisse anschauen könnt. Wenn ihr weitere Haustouren von Häusern dieses Herstellers sehen wollt, verlinke ich euch da auch nochmal. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.